Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Goto TV. Mein Name ist Sebastian. Mein Name ist Andreas. Und wir schauen uns heute mal das Thema Wasserwagen etwas genauer an. Denn eine Sache steht fest, wenn du dich einmal vermisst, dann wird es richtig teuer. Und dafür, damit das nicht passiert, brauchst du eine richtig gute Wasserwaage. Dieses Video ist für dich extrem wichtig, denn eine Wasserwaage kann dir wirklich den Arsch retten. Das kann man auch nicht anders sagen, das ist wirklich so. Und ich muss sagen, ich habe ein Problem, denn wenn ich in den Baumarkt reingehe, ja, dann ist es so, ich sehe da Wasserwagen, 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 da hängen dann auch immer stabiler Wasserwagen. Ja. Und dann ist die Frage, warum nehme ich eine stabiler Wasserwaage und warum nehme ich nicht die billigste Wasserwaage der Welt, die auch da ist? Und das werden wir heute in diesem Video klären, denn Andreas hat sich extra für euch mit dem Thema Wasserwagen mal so richtig eingehend beschäftigt und kann mir vor allem und euch einige Fragen dazu beantworten. Das denke ich auch. Denn die Frage ist wirklich, warum kann ich nicht irgendeine Wasserwaage kaufen? Ja, das ist eine gute Frage. Es ist halt wirklich, willst du es genau haben oder eben nicht? Weil, wie du schon gesagt hast, am Anfang steht halt gefühlt der Messfehler. Wenn du dann schon mit einer Wasserwaage anfängst, die vielleicht auch schon ein paar Jahre alt ist, vielleicht ein bisschen krumm ist und du setzt damit an, du siehst es nicht oder du hast es nicht geprüft am Anfang und du fängst damit an loszulegen, du baust, die Wand steht und am Ende stellst du fest, warte mal, irgendwie hat die so einen leichten Hang nach rechts. Das ist dann richtig kacke. Im schlimmsten Fall musst du es nochmal abreißen oder du musst halt irgendwie teuer, aufwendig und wenn es nur die Nerven aufreibt, nochmal neu machen. Denn Nacharbeit ist das Teuerste, muss man ganz klar sagen. Und wir wussten gar nicht so richtig, ob machen wir das Video nicht. Aber als Andreas mir eine Sache gezeigt hat, da war ich verwirrt. Nämlich, es macht einen Unterschied, ob du die Wasserwaage so ansetzt oder so. Und da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Kommt es drauf an, ja. Genau, es kommt drauf an. Und deswegen müssen wir heute unbedingt rein. Ja, du musst uns erklären, wie benutzt man eine Wasserwaage richtig, wie liest man auch eine Wasserwaage richtig ab, was hier sonst noch so draufsteht, warum das relevant ist, auch warum gibt es verschiedene Profile und. Und spätestens, wenn du die Libelle anguckst von Stabiler, denkst du dir, krass, was es alles gibt. Ja? Also ich würde sagen, Andreas, lass uns einfach mal anfangen oder gehen wir ins Thema rein. Bevor wir zur Libelle kommen, würde ich einfach mal sagen, welche verschiedenen Qualitäten gibt es denn eigentlich bei den Wasserwagen oder welche Stufen gibt es denn eigentlich? Und wenn wir von Qualität sprechen, heißt das eigentlich, wenn wir von der einfachsten Qualität sprechen, dass sie nicht so genau ist wie die anderen? Nein, kannst du so nicht sehen. Es ist bei der einfachsten eher eine Frage, welche Funktion willst du haben, also viel eine Ausstattungsgeschichte beziehungsweise vom Profil her. Und da fängt es halt auch schon bei einfachen an. Ich sag mal hier, die kleine ist wirklich eine relativ einfache, 2 Libellen, einmal horizontal, einmal vertikal. Und der Klassiker bei Stabiler ist halt dieser Typ 70, jetzt falsch gegriffen, die Typ 70 ist die hier. Die in 60 cm lang, die verkauft Stabiler 2,5 Millionen Mal im Jahr. Also die ist gängig. 2,5 Millionen Mal? Was Genau. ist denn hier los? Genau. Das ist schon krass. Und da reden wir aber in der Regel von einer einfachen oder unter anderem auch einer einfachen. Das ist quasi jetzt nirgendwo was Besonderes dran, keine Magneten, 2 Libellen, das Loch ist nur, das Loch ist natürlich nur zum Aufhängen gedacht, das hat sonst keine Funktion. Hat halt hier keine gedämpften was wir hier zum Beispiel Seiten, genau, also wenn die mal runterfällt, dass sie halt ein bisschen besser geschützt ist. Aber ansonsten funktioniert die wunderbar. Die Libellen von Stabiler sind immer, also es gibt keine verschiedenen Klassen, sondern es ist immer perfekt ausgearbeitet. Jede Libelle wird quasi einzeln geprüft bei Stabiler. Und wenn die eingebaut werden, da müssen wir auch noch drauf eingehen, da gibt es ein besonderes Verfahren, dass sie wirklich exakt ausgerichtet sind in diesem Aluprofil. Und das ist halt die Besonderheit. Und das fängt bei den günstigen schon an und geht bis zur teuren hoch. Also das Prinzip ist da überall das Gleiche. Das hier ist jetzt mal das ist ein Schlüsselanhänger, das ist klar. Aber wir haben hier eine ausgebaute Libelle, beziehungsweise ja, die jetzt nicht hier eingebaut ist. Und die sieht anders, als ich es eigentlich gedacht hätte. Weil normalerweise, ich hätte jetzt gedacht bei der Libelle, das ist so eine Art kleiner Glaskörper, ja, der einfach nur so ein kleiner runder Glaskörper, da ist irgendeine Flüssigkeit drin und ein bisschen Luft. Aber das hier ist krass, das ist ja wirklich voll gegossenes Material. Und genauso ist hier auch drin. Also das jetzt ist quasi eine Anfertigung, wenn die Libellen produzieren, da machen die, ich glaube, so 8 Millionen Stück im Jahr, also eine ganze Menge. Mal eben. Mal eben, genau. Und die haben halt, ich sag mal, B-Ware gibt es bei denen eigentlich nicht. Deswegen sind selbst diese Schlüsselanhänger, die nicht als Wasserwaage dienen, sondern das ist wirklich eher so ein Merch-Produkt, ein Gimmick, genau. Produzieren die halt mit und das wäre eigentlich auch eine Premium 1 Qualität, die sie halt einfach nur nicht irgendwo eingebaut haben. Ja, ich sag mal, die Fläche unten ist auch ein bisschen zu kurz, um wirklich als Referenzfläche zu dienen. Deswegen, aber hier sieht man wirklich, wie das Ganze ist. Und man sieht aber auch, dass hier innen drin so ein kleiner Ring eingebaut ist, dass die Luft hier entsprechend wirklich sehr
ja, so perfekt, also die ist nicht träge. Und das meiste an Technik, das ist dir gar nicht klar, wenn man sich das sieht. Wir machen mal eine Nahaufnahme. Aber diese beiden Ringe, die hier drin sind, das sind kleine Metallringe, die da eingelassen sind und trotzdem keinen Widerstand für diese Luftblase quasi geben. Dass diese Flüssigkeit fluoreszierend ist, dass du halt noch besser siehst, haben wir auch ein Bild zu. Wenn das Klarsicht wäre, also durchsichtig, sieht man das gefühlt richtig schlecht. Ja. Also wie viel Technik schon in diesem kleinen Ding steckt, ist eigentlich unglaublich. Genau, und meine Wasserwaage, die ich zu Hause habe, weil ich habe privat stabiler Wasserwagen und ich habe noch irgendwas anderes. Ich weiß nicht, was das ist. Und die hat wirklich immer ein Thema, was du mir auch gezeigt hast, nämlich manchmal teilt sich die Wasserwaage. Also teilt sich diese Blase hier drin. Und das ist echt blöd. Und weil ich habe dann stehe ich dann da und denke mir so, was? Genau. Und dann kommt sie zusammen. Das sollte nicht passieren. Genau, und hier ist es nicht der Fall. Also wenn ich jetzt hier schüttel, dann passiert es auch. Also wenn du beim Schütteln drauf guckst, wenn ihr eine Wasserwaage habt und ihr schüttelt die im Baumarkt, um das zu prüfen, ob die Qualität gut ist. Bei Stabiler ist das auch dann 6, 7, 8 Stück. Aber sobald du aufhörst, ist es sofort nur noch eine. Genau, und das soll macht halt einfach wirklich schnell blub, passieren. Und zack, ist es wieder eine. Es ist wirklich erstaunlich. Das macht meine zu Hause nicht. Heftig. Also das wäre so ein Qualitätscheck im Baumarkt. Schüttelt die mal kurz, wenn das immer noch eine Blase ist. Test 1 schon mal bestanden. Test 2 ist aber viel wichtiger. Aber ihr seht, eine Wasserwaage ist ein Hightech-Produkt. Ja. Das klingt halt merkwürdig, aber das ist es halt wirklich. Und wenn wir ganz ehrlich sind, also wie viel hängt von so einer Wasserwaage ab? Jetzt nehmen wir mal an, was ich letztens gemacht habe. Ich habe Borde gesetzt. Ja, Wasserwaage immer oben drauf. Ich habe auch eine Schnur gehabt, aber viel mit Wasserwaage gearbeitet. Wenn das auch nur 2 mm sind auf 2 Meter, dann hast du aber richtig ein Problem am Ende. Genau. Deswegen ist Test 2, wir nehmen mal jetzt die nochmal. Wenn ihr im Baumarkt seid oder wo auch immer ihr eine kauft, wo ihr sie vorher in die Hand nehmen könnt, bevor ihr sie kauft, oder ihr bekommt sie nach Hause und testet die mal. Dieser Test, ob die Blase wirklich gut ist, solltet ihr machen. Ihr nehmt einfach eine Fläche, welche auch immer, halbwegs gerade natürlich, zeichnet euch grob an oder merkt euch genau, wo ihr die aufgesetzt habt. Guckt, wo die Blase ist. Im Idealfall ist es gerade und die ist genau exakt zwischen diesen beiden Ringen. Und dann nehmt ihr die Wasserwaage, dreht die einmal so rum, setzt die an den gleichen Punkt wieder auf, dass ihr das gleiche messt. Und wenn die Blase jetzt nicht an derselben Stelle ist, könnt ihr das Ding schon mal weghängen, weil dann ist Schrott. Ja, dann ist sie ungenau. Das ist so ähnlich wie bei den Winkeln, wo du auch diese Umschlagsmessung machst und guckst, ob der Strich gleich ist. Gleiche Prinzip. Das und der Test mit der Blase, genau, das und der Test mit der Blase, das ist Grundbedingung im Baumarkt, bevor ihr eine kauft, ob das funktioniert, soll passen. Und bei den günstigen, ich war nämlich für das Video einmal im Baumarkt, ich habe nur eine gefunden, wo es nicht gepasst hat. Von 10 oder 11, habe mich verzählt vielleicht. Ja, aber eine von 10 und wenn du die erwischst, kann blöd sein. So, und ihr stoppt jetzt mal das Video, geht mal zu euch, zu eurer Wasserwaage, probiert es aus und schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr eine gefunden habt, die ungenau war. Und wenn ja, warum war sie ungenau? Weil am Ende des Tages, muss man eine Sache sagen, wenn du jetzt hier so eine große, meinetwegen diese Wasserwaage hier nimmst und schmeißt sie aus dem 5. Stock runter, dann wird das auch nichts mehr. Ja? Also, wobei man sagen muss, warte mal, was ist denn hier los? Also da ist schon richtig was los hier. Das ist eine massive Wasserwaage. Aber gut, eins nach dem anderen. Genau, also wenn du mal massiv bist, bei massiv kommt es auch wirklich darauf an, was hast du für ein Profil. Klar, wenn du es runterschmeißt, wir hatten ja gesagt, hier die Kanten, die sind halt in der einfachen Ausführung, da geht es dann um die Funktion, ist eine Plastikkappe, ganz einfach. Nächste Stufe, hier bei Stabiler heißt das zum Beispiel die Typ 80, die hat schon so mehr Gummi, also 2 Komponenten Aufsatz, den kannst du in dem Fall nicht abnehmen, aber hier, das dämpft so einen Sturz schon ordentlich ab, weil was passiert? In der Regel stellst du das Ding irgendwo hin und es fällt um oder es fällt von irgendwo runter. Und wenn es von irgendwo runterfällt, hast du hier schon mal eine gute Chance, dass es nicht gleich hin ist. Wenn es runtergefallen ist, Umschlagtest, passt es so, wenn es noch hinhaut, wunderbar. Ja, einfache Sache. Bei diesem Profil gibt es auch noch eine Sache zu beachten, nämlich wir haben hier so kleine Nasen dran. Also hier so, ist es ein bisschen, also hier ist es sehr flach dran, auf der anderen Seite ist es nicht, da komme ich jetzt nicht durch, weil das ist leicht erhöht, ganz leicht nur. Der große Vorteil davon ist, wenn ihr jetzt mal eine Wand wärt, als Beispiel, ich kann es hier ransetzen und wenn ich es dann hier festhalte, dann hält das an der Wand. Das heißt, die Gummierung schmiegt sich an die Wand an und ich verrutsche nicht so leicht. Genau, oft hast du ja quasi, du hältst es fest und nimmst eine andere Hand, nimmst einen Stift und willst zeichnen. Und in dem Moment, wo du irgendwo Last drauf gibst, verrutscht sie leicht. Das hast du hier nicht, das ist quasi auch wieder eine Ausstattungsfunktion ab der Variante. Ja, und was ist das hier unten? Warte, jetzt greifen wir vor. Also sind Magneten, ja, aber wir waren ja bei Stabilität, da bin ich stehen geblieben. Es gibt quasi ein normales Profil, das ist einfach rechteckig. Und dann für höhere Belastung oder damit es stabiler wird, geht es dann mit der stabiler wird, genau. Haben wir das nächste Profil, wir blenden euch auch mal ein Bild ein, da gibt es quasi, ich glaube, 4 oder 5 verschiedene.
da hat man schon so ein leichtes Profil drin. Ja, und jede Welle, jede Kante und so weiter bringt ja mehr Stabilität. Ja. Das artet dann noch, also gibt noch eine höhere Stufe und dann, was besonders ist bei Stabiler, diese Form. Sieht so ein bisschen aus wie ein R von vorne, zumindest für mich. Und dann sieht man schon, okay, hier drin sind auch noch Verstrebungen. Das könnte ich euch vielleicht sogar zeigen, wenn ich es rauskriege. Weil bei dieser wäre dieses Teil hier sogar setzbar. Krass. Wenn ihr hier reinguckt, durch die Verstrebung innen drin wird es natürlich auch noch mal stabiler. Ich glaube, bei Stabiler irgendwo im Firmengelände haben die aus den Dingern eine Bank gebaut. Und da können dann 2, 3, 4 Leute drauf sitzen. Das muss dann schon ein bisschen was abkönnen. Ich frage mich gerade, wo braucht man eine noch stabilere Wasserwaage? Also wo braucht man eigentlich diese Wasserwaage? Gute Frage. Stabilität war bei der ein Punkt. Das andere ist bei der aber auch die Griffbarkeit. Boah. Genau. Also sie hat mehrere Vorteile. Sie hat zum einen mehr Aufstellfläche unten. Ja. Das ist auch ein Vorteil, ja. Das war halt eine Anforderung von den Kunden. Also die reagieren da auch viel auf Kundenwünsche, wo die sagen, hey, guck mal, wie kann man das noch umsetzen? Das ist eine Variante, die hat halt mehr Aufstellfläche, hat einen guten Griff, dass wenn du die halt in der Hand hast, das schlechter verrutscht. Wobei, wenn ich die in die Hand nehme, mit diesem leichten Profil, mit der leichten Kante, also für mich wäre das auch schon super. Und der nächste Step ist halt auch wieder Funktionsausstattung mit diesen Handgriffen, dass du wirklich eine Hand nimmst, hast das Ding in der Hand, es kann nicht weg, kannst du zur Not noch was anderes festhalten. Also da kommt es wirklich auf eure Wünsche und eure Anwendung an. Ja. Wichtig ist, alle sind gleich genau. Und ihr müsst schauen, welche Ausstattungsvariante für euch passt. Zum Beispiel, also wollt ihr diese Kanten haben, wollt ihr eine Libelle, 2 Libellen haben, hier sehen wir auch, wir haben hier 2 Stück. Dann haben wir die Griffe. Was ich aber auch noch gesehen habe, ist natürlich das Thema, ist es hier unten lackiert oder ist es gefräst? Und was man aber auch sagen muss, möchtest du hier oben anreißen können, dann gibt es andere. Genau, wo es denn durchgehend ist. Es sind so viele kleine Punkte, wo man erst nicht drüber nachdenkt und wenn man es mal gehört hat, sagt man, okay, was brauche ich eigentlich? Stimmt, für mich wäre das besser. Und wir haben ja auch nur eine kleine Auswahl. Also es gibt noch diverse Varianten, was du halt noch haben kannst. Zum Beispiel gibt es für die hier, glaube ich, auch eine Variante, wo du oben noch so einen Schlagpuffer-Schoner drauf hast, also einmal bündig, dass wenn du als Maurer unterwegs bist und legst das Ding drauf und der Stein ist ein Tuck zu hoch, nimmst einen Gummihammer, kannst du mal ein bisschen draufschlagen, dass die Wasserwaage auch, ich sag mal, leicht, also noch mehr geschützt ist. Ja? Nicht, dass du 20.000 Mal drauf haust und dann ist irgendwann krumm, das soll ja auch nicht passieren. Bist du Team lackiert oder bist du Team gefräst? Das ist, glaube ich, Anwendungssache, Geschmackssache, weil sie wird dadurch in dem Fall nicht gerade, beziehungsweise Stabiler sagt selbst, die normale ist perfekt ausgerichtet zu der Libelle, also da ist jetzt nichts schlechter oder besser dran. Ich glaube, es ist mehr so ein Ding, diese glatte Fläche, das ist ja pulverbeschichtet, lässt sich halt leicht abwischen. Ja. Wenn du irgendwo, ich glaube Mauer waren das, die das letzten Endes angefordert haben, die wollten diese leichte Struktur hier drin haben, dass wenn da mal ein Steinchen ist, das nicht so schlimm ist, nicht so zerkratzt und so weiter. Ja. Also ist jetzt kein Merkmal, wo du sagst, sie ist 5-mal besser, sondern die hat's halt, die hat's nicht. Du musst entscheiden, was du haben willst. Also schreibt mal in die Kommentare, seid ihr lackiert oder gefräst? Ich bin ganz klar Team hier gefräst. Ich finde das schöner. Sauber machen hin oder her, aber allein das hier. Ja, genau. Was mir gerade noch einfällt, bevor ich es vergesse, weil wichtiges Entscheidungsmerkmal, es gibt ja die Möglichkeit, Wasserwagen anzusetzen und zu sagen, okay, ist es gerade? Sprich, ihr habt eine Fläche, wo ihr die aufsetzt. Ist es gerade oder nicht? Die Wasserwaage, steht ja auch drauf, hat halt verschiedene Eigenschaften. Unter anderem ist sie in Normalposition von der Genauigkeit bei 0,5 mm pro Meter Abweichung. Ja? Also 0,5 mm auf 1 Meter Entfernung könnte die plus minus sein. Maximal. Stabiler ist es ganz wichtig, die geben 10 Jahre Garantie auf die Genauigkeit dieser Wasserwaage. Also das passt auch. In der Regel sind die sogar noch genauer. Haben wir jetzt nicht getestet, können wir nicht nachweisen, aber so die Angabe von Stabiler. Aber die sagen, wenn die mal umgekippt ist oder mal irgendwas sein sollte, warm, kalt, diesen Sachen, das kriegen die auf jeden Fall hin und darauf geben die Garantie. So, jetzt ist natürlich, du nimmst ja nicht immer nur die Fläche, die vor dir ist, sondern vielleicht auch die Fläche, die über dir ist. Ja. Jetzt ist es ein Fehler und das ist wichtig für euch, wenn ihr eine ganz normale Wasserwaage habt, hier die Typ 70, sagen wir mal, die ist auch genormt auf 0,5 mm pro Meter. Auf dieser Fläche. Wenn ihr diese Wasserwaage aber umdreht und oben ist, dann kann es sein, dass das nicht exakt genau ist. Sprich, sie ist in dieser Position nicht klassifiziert, zertifiziert, getestet in diesem Sinne. Auf den Wasserwagen gibt es in der Regel eine zweite Angabe. Bei den
besseren, mit mehr Funktion, mit mehr Ausstattung. Die haben wir auf dieser Seite. Da steht dann drauf, in der Umschlagsposition, so nennt man das, wenn man die umdreht, hat sie noch eine Genauigkeit von auch 0,5 in dem Fall. Manche haben auch so rum 0,5 und so rum dann 0,75. Ja. Verstehe. Ist aber wichtig zu wissen, sprich, wenn ihr eine normale, also eine sehr einfach ausgestattete Wasserwaage habt und ihr wollt die so messen, kann es sein, dass das ungenau wird. Wichtig zu wissen. Achtet bei welcher Wasserwaage, welchem Hersteller auch immer, die ihr her habt, auf diese Angaben, wenn Genau. es denn überhaupt draufsteht. Genau. Ja, Ich hoffe, es steht bei euch drauf, weil das Also ist ich immer war so eine Sache. im Baumarkt und da hatte ich neben Stabiler auch die günstigen, wo ich auch diese eine defekte gefunden habe, defekt quasi. Ich habe es bei jeder gefunden. Also Okay. da war es drauf. Von daher ist eher die Frage, was du, glaube ich, im Internet bestellen kannst bei den üblichen Wo auch Verdächtigen. immer. Ja. Genau. Und selbes Spiel, deswegen hatten wir, oder das hatten wir am Anfang, selbes Spiel gilt für die Libelle. So rum wäre okay. Sprich, wenn ihr ein Türmaß habt und ihr wollt messen und ihr lest das da ab, völlig in Ordnung. Aber ich sag mal, ihr wollt mal da oben messen, dreht das Ding um, damit ihr noch rankommt, dann ist es auch schon wieder Quatsch. Ja, also selbe Prinzip wie bei der oberen, wenn ihr das so rumdreht. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert, aber Braucht man dafür 2 Libellen dann? Oder ist es so? genau, also wenn ihr das regelmäßig habt, dass ihr auch verschiedene Höhen habt und ihr wollt das ablesen, dann ist wirklich eine besser, wo ihr 2 Libellen habt. Da könnt ihr es dann wirklich halt, so umdrehen und ihr könnt halt oben und unten abmessen. Sprich, wenn ihr oben messt, braucht ihr nicht da oben hingucken, sondern habt sie unten nochmal. Wo ihr sonst quasi umdrehen würdet, um das zu sehen. Ja. Also wir reden jetzt natürlich nicht davon, dass wir jetzt einen Zentimeter gleich schief haben. Nee, das aber nicht, das sie nicht. ist halt eingebaut und zertifiziert für diesen Einsatz. Genau, ist getestet. Heißt nicht, dass das jetzt, wenn es umdreht, automatisch schief ist. Das nicht falsch verstehen. Aber es ist halt nicht nochmal nachgemessen ab Werk. Und am Werk machen die das echt genau. Ich habe mir da ein Video zwar nur angeguckt, aber da wird jede Wasserwaage genommen. Wir gehen gleich nochmal hier auf das Schnittmuster ein, wie das überhaupt eingebaut ist. Extrem wichtig und auch sehr besonders bei Stabiler. Und da wird jede Wasserwaage genommen, nochmal in eine Mechanik, in einen Computer eingespannt. Oder der Computer misst zumindest aus, wo ist die Wasserblase, ist das exakt zu diesen Flächen links und rechts, dass wirklich die Genauigkeit da extrem gut geprüft wird. Ich muss sagen, das, was du jetzt uns noch erklären möchtest zu dem hier, das hat mich wirklich beeindruckt, weil damit hätte ich ums Leben nicht damit gerechnet, weil ich dachte immer, wenn wir uns jetzt hier mal sowas angucken wie hier. Ich dachte früher, hier ist so ein Stück Plaste, das ist da irgendwie so reingehauen und dann passt das schon. Im Grunde ja, aber bei den anderen Herstellern oder bei vielen Herstellern. Aber dass das so aussieht, damit habe ich nie gerechnet. Ich habe auch ein Bild, ich bin der Meinung, wir dürfen das veröffentlichen, blenden euch dann das mal ein. Da sieht man verschiedene Wasserwagen, wie das festgemacht ist. Teilweise eingeklebt, nur mit so hier oben so ein bisschen. Ein bisschen Heißkleber. Festgemacht, ein bisschen Heißkleber. Ich glaube, das eine Bild ist unten noch so ein bisschen, das sieht aus wie Bauschaum, also abgefahren. Bei anderen haben die quasi einen Clip, wo noch eine Schraube sitzt, wo es fest gespannt ist. Aber da ist halt die Frage, warm, kalt. Also Richtig. die ist genau auch bei wenigen Temperaturen, also ich glaube minus 20, plus 40 irgendwie so in dem Dreh, wo du sagst, sie ist trotzdem genau. Bei irgendwas, was du eingespannt hast mit der Schraube, das kann sich dehnen, und ob es dann noch genau ist, das ist wieder die Frage. Vibration ist auch so ein Vibration, Thema. genau. Ja. Und hier ist es eben ganz anders. Mal umfallen, ja. Hier wird es eingesetzt und dann wird jetzt hier in ein Harz oder irgendetwas reingetan oder reingedrückt. Dadurch verspannt sich das und bleibt für immer endfest an dieser Position. Ja, also man bekommt das hier selbst hier nicht mehr raus. Und das ist in jeder einzelnen Wasserwaage so. Genau. Das ist schon krass. Also ja, bis auf eine Ausnahme, weil es von der Technik anders funktioniert, aber im Grunde ist es genauso richtig. Haben wir auch ein kleines Video zu, spielen wir euch mal ein, wie das im Grunde funktioniert. Und in dem Moment, wo das Harz reinkommt, wird die ausgerichtet und dann härtet das Harz aus und dann ist vorbei, dann bewegt sich da nichts mehr. Wo du die gerade gezeigt hast, sieht aus wie so ein Gürtel, also es ist ein Gürtelclip hier. Ja, genau. Dann kannst du so das rausnehmen, so zack. Ja. Und hier ist es ein bisschen anders. Besonderer. Also mehrere Sachen besonders. Gibt es teilweise auch bei den von Ausstattung, müsst ihr mal gucken, was ihr halt dann braucht. Hier haben wir eine Alu-Druckguss-Wasserwaage, sprich hier ist ja immer Alu, damit es auch leicht ist. Wurde irgendwo mal um 1950 oder so haben wir das eingeführt, dass die leicht produziert wird und auch mit diesen Acrylglaslibellen oder Acrylglas, ja das ist richtig. Früher waren die aus Holz und nur Glas. Halt ein bisschen anfällig. So, Holz. aber Alu-Druckguss, Besonderheit, die ist hier angeschrägt, wird auch Torpedo genannt.
weil es so ein bisschen die Form hat eigentlich den Sinn, wenn du enge Bauräume hast, dass du hier besser reinkommst, wenn du hier so einen Winkel hast, dass du noch ein bisschen weiter rankommst. Weil im Grunde sollst du ja immer messen, dein Bauteil wirklich von der einen Position, vom einen Ende bis zum anderen und nicht so ein 2-Meter-Stück irgendwo mal hier in der Mitte. Also such dir die richtige Länge aus. Aber die ist halt hier für den schnellen kleinen Einsatz. Hat die Besonderheit, die hat die mittlere Libelle, also die horizontale, mit 6 Ringen. Besonderheit ist hier halt, die beiden in der Mitte sind halt bei 0 Grad. Wenn du sagst, du willst ein Gefälle bei Rohren haben, dann hast du den ersten Ring mit 1 Grad und den zweiten äußeren Ring mit 2 Grad. Dass du das quasi schon mal austarieren könntest und so bauen kannst. Mit der Besonderheit bei der, dass sie natürlich auch einen Magneten hat für ein Rohr, dass du es aufsetzen kannst. Und halt auch eine V-Nut quasi, dass es auf dem Rohr richtig drauf sitzt. Magnete hatten wir bei den anderen vorhin auch schon genannt. Es gibt welche mit Magneten, es gibt welche ohne Magnete. Es sind sehr hochwertige Magnete. Bei der, mal von der abgesehen, die hat einen normalen Magnetstreifen. Aber ansonsten haben die durchgehend sehr starke aus seltene Erdmetalle, seltene Erden. Seltene Erde. Und halten auch extrem gut. Du musst halt immer bedenken, der Magnet ist nur so gut wie das Material, was dran ist. Sprich, wenn ihr so ein ganz dünnes Blech habt, hat jetzt nicht genug Masse, um Feld aufzubauen, aber bei Rohren sollte es funktionieren. Und hier können wir das Ganze noch drehen? Genau, also das ist eine Besonderheit. Hier kannst du noch, wenn du sagst, du willst einen Gradzahl von 20 Grad haben, drehst du das Ding halt so, setzt es auf und wenn du es erreicht hast, sind es nicht 20 Grad, ich weiß, kannst du halt deine Gradzahl quasi ablesen. Gibt es halt auch bei normalen, habe ich glaube ich auch gesehen. Genau, dies ist, glaube ich schon, also von der gibt es glaube ich 3 oder 4 Varianten in den Ausstattungsmöglichkeiten. Das kann schon eine ganze Menge machen. Aber was ich interessant fand, das wäre ich nie drauf gekommen, dass die Ringe hier wirklich bedeuten, wirklich 0 Grad, 1 Grad und 2 Grad. Also wirklich erstaunlich. Im Grunde ganz simpel, ja. Eine ganz simple Idee, aber kann echt schon helfen. Wenn du das regelmäßig brauchst, aufsetzen, kannst du auch tarieren, brauchst nichts messen. Ja, ja. Würde ich mir eigentlich bei so einer langen Wasserwaage wünschen, wenn du jetzt zum Beispiel das Gefälle von der Terrasse oder so dir anschaust. Bin ich der Meinung, habe ich auch gesehen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, welcher Typ das war, weil bei Stabile haben die in der Regel immer eine Typklasse, Typ 80, oder hier bei der großen ist eine Typ R300 und eine 196. Das ist, glaube ich, hier so die... Also ihr seht, es ist viel. Also wenn ihr beim Thema Wasserwagen, wenn ihr euch für Wasserwagen interessiert, schaut gerne mal unten die Videobeschreibung. Da findet ihr wie immer natürlich den ehrlichen Preisvergleich, weil eine Sache, Andreas kann sich viel merken, aber nicht die Preise von der einzelnen Wasserwaage hier. Ich auch nicht, das findet ihr unten. Ja? Aber was ich dazu sagen kann, Stabiler ist wirklich eine Premium-Marke, aber die haben halt auch Einstiegsklassen, wo du sagst, okay, vom Preis her ist das noch ein ganz normales Level. Also im Baumarkt fängt so eine normale, glaube ich, bei um die 20 €, sage ich jetzt mal an. Die günstigen, also die Billighersteller, No-Name-Produkte, waren jetzt auch nicht so viel günstiger. Ob jetzt 20 € oder 13,99 €, ja, es ist Geld, ich weiß, aber einmal vernünftig und 10 Jahre Garantie auf die Genauigkeit, würde ich nur sagen. Ja, ja, absolut. Und ich finde die Preise, die ich gesehen habe, völlig okay. Also auch im Verhältnis. Ich hätte eher gedacht, die sind teurer. Ja, also das ist völlig okay. Ist halt, wenn du viel Ausstattung haben willst, viele Details, die wichtig sind und wenn es nur Griffe sind oder irgendwie sowas, dann geht das auch mal vom Preis her schnell nach oben. Wobei 60 € für eine Wasserwaage, für eine gute, finde ich jetzt nicht übertrieben. Aber es ist wieder je nach Anwender. Schauen wir uns mal ein paar Sonderformen an. Genau, also die hatten wir, den Torpedo hatten wir eben schon. Gibt aber auch hier so eine kleine, ist quasi so eine kleine Tasche mit Gürtelclip. Gibt es in 2 Varianten. Das ist einmal die Variante für, ich sag mal, den Normalanwender. Wir haben Magnet hier und auf dieser Seite, sodass wir wirklich auch, wenn wir magnetischer, du setzt zum Beispiel hier für so eine Wand, diese Rahmen. Profile. Kannst sagen, okay, machst dann das Profil ran, hast trotzdem die Genauigkeit oder zumindest das Wissen, dass es ziemlich genau gerade ist. Und wenn du halt normal aufstellst, steht die genauso. Ist halt natürlich nur ein sehr kleiner Abstand. Also wenn natürlich so ein Bauteil mit der misst, hier ist es gerade, da ist es nicht gerade, da ist es nicht gerade, weil das Ding so eine Kurve macht, hast du nicht viel gewonnen. Aber um grob auf der Baustelle mal zu sagen, ey, passt das ungefähr? Ja, haut hin. Da gibt es noch eine andere Form von, die hat hier unten so eine Einkerbung, ist für einen Elektriker gedacht. Da setzt du die quasi auf eine Steckdose auf, kannst gucken, ob du die richtig ausgerichtet hast und hast hier unten gleich die Möglichkeit, einen Bleistift durchzustecken und das anzuzeichnen. Ja, das also hätte ich schon öfter brauchen können. Genau, die ist dann zwar an der Seite nicht magnetisch, aber ist halt, bist du Elektriker, brauchst die andere vielleicht eher. Also da musst du wirklich gucken, was gibt es alles, was ist für dich am sinnvollsten. Also du siehst, du kannst für deine Anwendung die richtige Wasserwaage kaufen. So, wir hatten besondere Form, 2 habe ich noch. Eine ist die.
Das hier sieht wild aus, also die ist extra breit, kann man quasi sagen. Und man kann die hier vor allem schließen und öffnen. Ja, Und die Libelle ist an der Seite, also vermute ich mal, dass... Nee. Okay, zack, man kann die ausziehen. Hier hinten habt ihr auch die Möglichkeit zu schauen, wie lang ist sie denn gerade. Genau, wirklich von Anfang bis Ende. Ja. Jetzt haben wir 62 cm, 80 cm und so weiter. Also wenn du auch mal verschiedene Anwendungsszenarien hast, wo du sagst, ich brauche es mal ein bisschen kürzer, mal ein bisschen länger, ist das eine coole Idee, muss ich sagen. Aber die Idee ist, also ja, geht in die richtige Richtung. Die Idee ist aber auch, dass du Innenmaße nehmen kannst. Also die ist wohl viel für Türenbau, Fensterbau und so weiter. Und wo du was ausmessen musst, wie viel Platz habe ich denn eigentlich? Weil dadurch, dass du die ausziehen kannst, kannst du halt auch ablesen, wie breit ist denn mein Maß eigentlich. Also jetzt habe ich 62 cm. Nee, nicht ganz. Doch, ja, warte, hier, 61 irgendwas. Also abgelesen wird hier hinten an der Alukante quasi. Okay, und dann ziehe ich aus und kenne das Innenmaß. Genau, und hättest jetzt hier zum Beispiel 82. Ja. Also die Kante ist vorgegeben, was es macht. Krass. Könntest auch mit dem Bleistift halt hinten wieder anzeichnen, wenn du es machen solltest. Aber ansonsten kannst du ein Innenmaß nehmen, egal wie breit es ist. Bis 1,3 m. Ja. Krass. Krass. Was es alles gibt. Ja. Ist es noch ein Zollstock oder ist es schon eine Wasserwaage? Oder was dazwischen? Ja, genau. Und verschiedene Funktionen hat sie auch. Also hinten diese, dass sie nicht verrutscht, dass du anreißen kannst an der Wand, hat sie auch. Also es vereint mehrere Sachen. Wild. Wirklich wild. Wirklich wild fand ich aber auch die hier, weil normalerweise würde ich erwarten, dass eine Wasserwaage auf beiden Seiten immer glatt ist. Hier habe ich so kleine Hörnchen drauf. Ja, ist eine besondere Form. Zum einen ist sie noch mal höher, noch mal massiver, noch mal verwindungssteifer. Ist, soweit ich weiß, die längste Wasserwaage auf dem Markt. Ja, in dieser Funktion. Die kann sich ausziehen, weil die ist teleskopierbar. Ach so? Sprich, Sekunde, ich suche gerade den Schalter. Den haben wir gut versteckt. Also hier zeigen wir gleich. Vielleicht? Ja. Okay. Du kannst natürlich ausziehen und machst dann zum Feststellen den Schalter. Okay. Sowas. Warte mal, jetzt verdrängt. Kriegen wir das jetzt drauf? Das weiß ich nicht. Ich halte auf jeden Fall fest. Das nimmt ja gar kein Ende. Also es ist noch nicht mal die längste Version, die gibt es quasi noch mal länger. Warte mal, was ist denn das hier? Warte mal. Und deswegen ist die auch so hoch, weil die muss halt über den Auszug auch noch Siehst du mich noch? die Genauigkeit geben. Krass. Ja. Okay. Und die Hörnchen haben halt noch eine Funktion. Also zum einen kannst du erstmal feststellen, damit das Ding nicht reinrutscht. Das wäre noch die Option. So, und jetzt ist fest. Ja, okay. Erstmal gebrauchsfest auf jeden Fall. Ich schieb's mal zurück. Genau. Als du gesagt hast, die längste Wasserwaage, habe ich gedacht, was erzählt ihr denn da? Aber das ist schon krass. Also gibt es halt noch eine ganz lange Version. Wir können mal einblenden, was die längste Auszugsvariante ist. Hat halt auch wieder Handgriffe, klar, muss stabil sein, hat auch ein paar andere Funktionen, aber die Besonderheit ist bei dieser zumindest diese beiden Hörnchen, die man hier auch abnehmen kann, kannst du abdrehen. Und zwar ist das einfach, wenn du zum Beispiel eine Wand stellst, die ist jetzt 3 Meter hoch und zum Stabilisieren, dass es erstmal aufrecht steht, hast du vielleicht noch so einen Querbalken irgendwie angezimmert, der hinterher wieder wegkommt, aber er würde erstmal beim Messen stören, weil er dir im Weg ist. Ja? Du hast eine Wand, da ist ein Balken drauf und um den quasi zu übergehen, hast du hier einen Abstand von, ich glaube, 4,2 Zentimetern und dann kannst du quasi über dieses Ding hinaus drüber messen und weißt trotzdem, ist die Wand jetzt gerade oder nicht. Weil sonst kannst du wieder nur die Hälfte von der Wand vielleicht messen und dann ist die oben aber ein bisschen schief. Krass. So eine Richtung. Was es alles gibt. Sehr spezieller Einsatz für dieses Ding, aber gibt es halt. Ja. Ergo, wenn du manchmal spezielle Anforderungen an eine Wasserwaage haben würdest, dann schau dich einfach mal bei Stabiler um. Vielleicht gibt es wirklich genau das, was du brauchst. Weil ich wäre nie drauf gekommen, dass es sowas gibt. Überhaupt, dass es so eine lange Wasserwaage gibt, ist ja Wahnsinn. Ja. Krass. Und gibt auch verschiedene Sets, weil in der Regel kommen die Leute nicht mit einer Wasserwaage aus. Die meisten haben irgendwie 3 Stück oder so in der Tasche. Speziell, also kannst du vielleicht ersetzen, weil du hier einen ausziehbar hast. Aber ansonsten gibt es oft Sets, wo du sagst, du hast eine kurze dabei, wo du auch mal in den Schrank reingehen kannst oder ein kurzes Bauteil, eine mittlere und eine lange Version, die so in der Regel 2 Meter oder ein bisschen drunter ist, je nachdem, was du brauchst. Guck auch wirklich auf die Maße, die du brauchst. Wenn du eine Tür einbauen willst zum Beispiel, ist eine Wasserwaage, die 2,20 Meter ist irgendwie blöd, weil die Türenöffnungen, die lichten Maße sind irgendwie so bei 2 Meter ein bisschen. Da bist du halt mit einer Wasserwaage, die nur 1,80 Meter oder 1,90 Meter lang ist, halt besser aufgehoben. Ja. Also guck, dass du die richtige Kombination aus Wasserwagen dir auch aussuchst. Du siehst also, wir haben heute sehr häufig das Thema Wasserwaage und stabiler gesagt, scheint irgendwie gut zusammenzupassen. Und guck dir das Thema mal wirklich genauer an. Ja? Ich hoffe, wir konnten dir einen kleinen Einblick geben. Ich habe auf jeden Fall heute sehr viel gelernt. Vielen Dank, Andreas. Das ist wirklich irre, was es bei Wasserwagen gibt. Weil bis heute dachte ich,
Wasserwaage ist Wasserwaage. Jetzt wissen wir, nein, wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, uns sie auch quasi zu konfigurieren, zu justieren und dann für also justieren, ihr wisst, was ich meine, genau das kaufen, was ich brauche und dann geht es auch schon los. Hast du noch Fragen? Schreib es gerne unten in die Kommentare. Für heute soll es das gewesen sein. Ich hätte nie gedacht, dass es so viel zu erzählen gibt in einem Video über Wasserwagen.